Ich bin Daniel Heinzmann, ich bin Präsident von Swiss Fintech Innovations und in der Zürcher Kantonalbank verantwortlich für die Strategie IT, Architektur, Sicherheit, Datenmanagement und Technologieinnovation. Also habe ich eine Doppelrolle. Als Präsident mache ich es für Banken und Versicherungen, übergreifend, und in der Bank mache ich das Gleiche für die Zürcher Kantonalbank. Ich habe an der ETH studiert, habe dann noch Betriebsorganisationswissenschaft angehängt und mache zurzeit auch noch das MBA an der Uni St. Gallen. Swiss Fintech Innovations als Verband haben wir seit dem März von diesem Jahr, eigentlich 2016, gegründet, weil wir gesehen haben, bei all dem, was Gutes passiert in der Schweiz, gibt es ein paar Sachen, die fehlen oder die man verstärken muss. Und die Stimme der Banken und der Versicherungen in dem Ökosystem vom Fintech wollen wir unbedingt dort zum Tragen kommen. Das ist der Grund, warum wir den Verband gegründet haben. Und aber nicht nur eine rein zürcherisch oder zugerkonzentrierte Aktion zu machen, sondern bewusst ins Welschland Design, das soll eine schweizweite Thematik sein. Wer kümmert sich zum Beispiel um die ganze Standardfragen? Standards im Sinne von, dass man eine echte Stimme hat, wo man weiss, wo Banken, die ja selber eine Organisation haben, das ist das KSF, Schweizerische Konferenz für Standardisierung im Finanzierungsbereich. Da muss jemand eine Stimme drin haben. Und da haben eigentlich nur Bankvertreter drin. Das haben wir jetzt als Verband schon sichergestellt. Sprich, wir sind da in dem Vorstand von der SKSF dabei, als Verband Swiss Fintech Innovations. Und die für das Ökosystem sicherstellen, dass, wenn es um Standardisierungen geht, wo ja international Gremien wie ISO und ähnliche daran arbeiten, dass wir das sicherstellen, dass das passieren wird. Wir haben wirklich, dass wir die Schweiz wählen, als eine von diesen Fintech-Startup-Zentren der Welt zu etablieren. Und speziell im Bereich der Versicherungen, glaube ich, können wir eine absolut führende Rolle übernehmen, weltweit. Im Bereich der Banken müssen wir einfach aufholen und eine gute Rolle spielen, sodass die Finanzplatz Schweiz in Zukunft auch eine gute Rolle spielen kann. Vor rund einem Jahr, also sagen wir August 2015, haben wir ja rund, je nachdem, was man zählt, 135 Startups gehabt. Jetzt sind es um die 184, 190. Da passiert etwas. Und wenn man die Rahmenbedingungen noch besser setzt, Möglichkeiten schafft, dass ein Zugang, und das ist auch eines von unseren Zielen als Verband, der Zugang ganz einfach gemacht wird für die Startups und direkt bei den Mitgliedern den richtigen Ansprechpartner findet. Ich muss mir das vorstellen, wenn ein Start-up kommt und dann sagt, ja, wo soll ich da anklopfen? Die haben ja keine Ahnung. Und bei uns haben die einen direkten Eintritt an die richtige Person. Wir stellen sicher, dass die ganz einen einfachen Zugang haben. Bei den Banken, bei den Versicherungen. Und das schätzen die Start-up, die das euch schon bereits Möglichkeiten und die Plattform gegeben haben, sehr, dass die in das direkte Gespräch haben. Also die Kooperation nicht nur einfach auf dem Papier steht, sondern das passiert. Das stellt der Verband euch mit sicher. Ich glaube, was aber spannend daran ist, es bietet für den Finanzplatz, für Banken und für Versicherungen riesige Chancen. Weil die können auf grüner Wiese rein sich mal überlegen, was kommt wie konkret genial und sexy-mässig, wie kann das der Kunde erleben, wie soll das Kundenerlebnis sein. Und dann sich nicht darum kümmern, was gibt es für Legacies und was gibt es für regulatorische Hürden und was müssen wir alles so berücksichtigen, sondern sagen, was will der Kunde erleben. Und die totale Orientierung auf den Kunden und dann einfach ein Slot rausgerissen und eine geniale Lösung auf das Bedürfnis hin. Ich finde das total inspirierend und ich nenne das ein Glück für Banken und für Versicherungen, dass die Fintech-Szene so in der Schweiz am Wachsen ist. Und dass wir von dem profitieren können, nämlich in einer Kooperation, in einer Zusammenarbeit mit dem. Darum fördern wir das euch, darum jetzt euer Verein, der ja manifestiert, auch wir Versicherungen und wir Banken wollen das, wir helfen euch, wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Und das ist natürlich neu. Also die Tatsache, dass in dem Jahr jetzt der Verband von uns entstanden ist, zeigt, dass die Awareness bei den Banken nicht nur gewachsen ist, sondern auch gewollt ist, dass man da das Ökosystem noch weiter aufbaut und beschleunigen tut. Die Chance für die Banken zu lernen von diesen wilden, interessanten, vielleicht auch guten Business-Ideen, die nicht zwar technologiegetrieben sind, aber das Interessante ist ja, eine Business-Innovation ist ja nicht rein nur eine Technologie, die sich geändert hat, sondern die Technologie macht Sachen möglich, wie man den Kunden adressiert, welche Kunden das man wie adressieren tut, was das für das Geschäftsmodell heisst und wie man damit Geld verdient. Und wenn man eines von diesen 4 Faktoren, 2 sogar, verändert, kann man sogar von einer innovativen neuen Businessmodellierung reden. Und da gibt es wirklich interessante Ansätze, die in der Qualität, nicht nur in der Menge, in der Qualität haben wir das Gefühl, fast von Monat zu Monat sich verbessern.
Jede Bank tut gut daran, am Ball zu bleiben. Jede Versicherung tut gut daran, mit sein in dem Thema. Und wir haben natürlich eine riesige Freude gesehen, dass seit der Gründung, die wir Ende März hatten, jetzt bereits ein CSS dazugekommen ist, ein AXA dazugekommen ist, eine weitere Bank, die ich im Moment noch nicht sagen kann, kommt dazu. Da passiert etwas. Und wir sind offen für all die verschiedenen Versicherungen, die noch nicht dabei sind und Banken, die nicht dabei sind. Weil ich glaube, das Bedürfnis in der digitalen Revolution, wo alle wieder stecken tun, haben wir alle. Und da den Kopf in den Sand stecken und zu warten und zu hoffen, dass die Welle vorbeigeht, ist sicher der falsche Weg. Und ich glaube, viele der Banken haben das erkannt und man tut oft den Banken und den Versicherungen Unrecht, weil man sagt, ja, die haben noch gar nicht verstanden, was für eine Welle das dazukommt. Mit denen, die ich zusammen rede, sind sich dessen sehr wohl bewusst. Und das zeigt, dass wir jetzt mit dem Verband versuchen, das zu manifestieren. Wir können eigentlich im Vergleich zu Singapur, zu London, zu New York, wenn es um die Bankenszene geht, nicht wirklich vergleichen zu Zeiten sind. Mit diesen 190 Start-ups, die man hier identifiziert, natürlich noch leicht im Hintertreffen. Das ist eine Spur Humor hier gemeint. Nochmal, bei den Versicherungen, ich bin tief überzeugt, dass wir da eine Rolle spielen können, weil weltweit ist in der Versicherungswelt auch wenig los. No. Also da sind wir ganz vorne dabei. Darum haben wir die Möglichkeit, da in ein Lead zu gehen und einen weltweiten Hub zu sein, was heute Singapur in der Bankenwelt oder London ist, können wir in der Schweiz für die Versicherungswelt werden. Da haben wir ein paar Hausaufgaben zu machen dazu. Mich stimmt sehr zuversichtlich. Die mit uns mitarbeiten in dem Thema, sind mit vollem Engagement da. Und die Chance, die wollen wir packen. Das Verständnis, wie man mit Daten umgeht, ist im Bereich von Amerika, England ganz anders als in Europa und in der Schweiz glaube ich nochmal. Aber da haben wir eine Chance. Wenn man Zug betrachtet, was da im Kryptobereich passiert, im Security-Bereich passiert, ganz tolle Start-ups, die da passiert. Und ich glaube, wir müssen uns im Banking-Startup-Umfeld konzentrieren auf die Schweizer eigenen Stärken, die wir haben. Wir müssen sicherstellen, dass jedes Start-up international, das sich in diesen Themen, wo die Schweiz halt besser ist als alles andere, Sicherheit als Beispiel, Zürich, ETH Zürich als Beispiel, hat die Idee, CISC zu machen, was weltweit Nummer 1 ist, weltweit im Informationssicherheitsbereich. Also die ETH, was selber ja schon einen exzellenten Ruf hat, wir können auch EPFL Lausanne nehmen, die sind so gut als Universität. Und wenn die sich nachher noch einen Fokus setzen im Bereich der Sicherheit, im Land der Sicherheit, ja, was soll man denn sonst das machen? Es gibt keine bessere Voraussetzung. Du hast die besten Professoren hier vor Ort, du hast die besten Studenten hier vor Ort, dann hast du auch die besten Start-ups hoffentlich in dem Umfeld hier vor Ort. Wenn das noch nicht so ist, dass das attraktiv genug ist für international die besten Köpfe, dann müssen wir die Voraussetzungen schaffen. Und die Art und Weise, die wir in der Schweiz haben, zum Zusammenarbeiten, die ist halt schon nochmal auch gewachsen, speziell und gut. Für das man in einer Art und Weise schnell zusammenkommen kann, musst örtlich noch. Die Genfer kommen auf Bern, der Zürcher kommt auf Bern, wir treffen uns schnell kurz zu Bern. Das ist nicht kurz auf Singapur und dann wieder auf New York. Das sind einfach längere Wege. Und alles über Video ist nicht gleich, wenn man sich live 1:1 sieht. Und ich glaube, die Chance von der Nähe, die Chance von den besten Leuten, die gut ausgebildet sind und den Professoren, die dann arbeiten wir als Verband sehr eng mit der Wissenschaft zusammen, weil wir glauben, die müssen wir auch mit ins Boot nehmen. Die Stärke der Schweiz muss auch dabei sein. Das hat bis jetzt auch noch niemand gemacht. Wir arbeiten sehr eng mit denen zusammen. Und das müssen wir nutzen, so, um auf die Frage zurückzukommen, dass die Start-ups gar nicht auf eine andere Idee kommen, als zu sagen, hey, ist ein Start-up im Bereich, nehmen wir jetzt wieder Sicherheit, ich muss in die Schweiz. Wenn man nicht bekannt macht, dass das eben sexy ist in der Schweiz und am besten ist in der Schweiz zu den verschiedenen Fokusthemen, die wir vorher genannt haben, dann wird das niemand auf die Idee kommen, überhaupt in die Schweiz zu kommen. Also werden wir müssen, ist mit verschiedensten Aktionen und ja nicht gegeneinander mit den verschiedenen Vereinigungen und Initiativen, die da sind, sondern miteinander müssen wir kommunizieren auf Kongressen, auf verschiedenen Ebenen von Präsentationen, mit Standortförderungsprogrammen, mit der Außenpolitik sogar selber gemeinsam, mit Vertretern, mit Botschaftern. Jeden Kanal nutzen, um uns zu etablieren. Und egal, was das denn für Vermessungen sind, wenn es CeBIT und Ähnliches international so schnell alles gibt, wir müssen da sein und erklären, was in der Schweiz passieren tut. Und was es für Gründe gibt und warum es so richtig ist, in die Schweiz zu kommen mit diesen Start-ups.
Ich glaube, was ich feststelle jetzt in der Schweiz, mit den Startups, die wir in Kontakt sind, sei es jetzt lokal oder international, die wollen in Kooperation mit uns zusammenarbeiten. Die suchen nicht eine disruptive Gags ein und wir brauchen Banken nicht mehr, Versicherungen nicht mehr, sondern sagen, wir haben eine Lesung, die ist so gut, die müsst ihr doch nehmen. Beispiel konkret zur Kantonalbank jetzt, mit dem heute mal kurz gesprochen. Conto Vista ist zu uns gekommen. Wir haben uns überlegt, Personal Finance Management, weil wir das alles selber machen, könnten wir natürlich. Ja, warum? Wenn es da so eine super gut durchdachte Lesung gibt, wie es Conto Vista gemacht hat, also haben wir relativ in no time eine Lesung unseren Kunden, Kundinnen zur Verfügung stellen, was ich also in der Schweiz finde also gut zeigen tut. Da lässt sich mit allen anderen messen, die etwas Ähnliches versucht haben. Und das hätten wir nicht geschafft, wenn wir selber etwas gestrickt und gemacht. Und ich glaube, die Form von Zusammenarbeiten, die Form von die Stärken von diesen Start-ups zu nutzen, macht nicht nur zur Kantonalbank. Da gibt es auch die Form, wie es zum Beispiel die Hypothekarbar Lenzburg gemacht hat, mit der Advanon, was im Factoring-Bereich eine White-Labeling-Lösung für die Firmen anbietet. So genial und einfach. Die Hypothekarbar Lenzburg hat das von sich aus nicht selber können, einfach so schnell machen, wenn nicht in einer Kooperation mit so einem Fintech-Startup-Unternehmen. Viele von diesen Firmen, die haben etwas probiert, die nachher so gescheitert sind mit dem Ansatz. In Konkurrenz, gar nicht voll Disruption. Ich erinnere an die Musikindustrie. Bevor die Spotifys waren, haben ja schon ein paar andere probiert, so Sharing-Plattformen zu machen. Und erst wenn man eine Kooperation mit den Bestehenden gesucht hat, haben die Plattformen eine Existenzberechtigung gefunden, die ein nachhaltiges Modell gegeben hat. Und darum sage ich glaube absolut, dass es ein paar sehr stark verändernde Elemente, wo gewisse Intermediäre müssen sich Gedanken machen, wie stellen wir uns denn auf, wie man sich neu erfinden. Da kehren euch ein Six dazu, da kehren euch Banken und Versicherungen sicher mit dazu. Wir müssen sich Gedanken machen, wie verändern wir unser Geschäft. Aber disruptiv, dass es so keine Banken mehr in Zukunft gibt, und das glaube ich nicht. Gerade in der Schweiz. Das Vertrauen, das wir in jeder Umfrage, die wir ja regelmäßig machen, die Banken und Versicherungen haben, das ist riesengroß. Ich würde sogar so Fragen stellen, ist, wenn du von der Google oder von der Apple würdest, eine Bankendienstleistung haben oder von der etablierten Bank, zu welchem gehst du denn? Und unisono mit hohen Prozentzahlen, und egal ob alt oder jung und egal welche Schicht, das Vertrauen in die Banken und Versicherungen ist heute noch gewaltig groß. Und in der Schweiz stellen wir fest, und das ist vielleicht tatsächlich auch eine Kultur, die anders ist in Amerika als jetzt zum Beispiel in der Schweiz, da ist das Vertrauen gewaltig groß mit der Bank. Ja, das ist richtig, wenn es eine reine Schweizer Lesung ist, kann das ein Nachteil sein für ein Fintech. Darum die Lesungen können ja so gebaut werden, dass nicht nur für die Schweiz als Markt abgedeckt kann werden, sondern ganz international mit der gleichen Lesung kannst skalieren, wenn man so will. Das ist die eine Gangart, wie die Fintechs umgehen mit dem Thema. Das andere ist, es gibt ja nicht nur den Slot vom Business to Customer, wo der Retail-Banking-Kunde oder der Versicherungskunde adressiert wird, sondern es gibt ja auch die Corporates. Es gibt ja auch noch das Investment-Banking-Geschäft. Es gibt ja auch noch ein Asset-Management-Geschäft. Da gibt es ja noch ein Private-Banking-Geschäft. Da gibt es ja ganz verschiedene Universalbanken, Themen. Oder bei den Versicherungen kann man analog weiterziehen. Es gibt ja auch Versicherungen, die man machen für Private, Versicherungen, die man machen für Krankenkassen, Versicherungen, die man machen für Corporates. Da gibt es ja das alles auch. Genau gleich wie bei der Bankenwelt auch. Und ich glaube, da gibt es so viele Chancen und noch so viel Markt, der nicht abgedeckt ist. Ich gebe euch ein Beispiel im Banking-Umfeld. Es ist ja so spannend, wenn man in eine Bank kommt und eine Beratung erlebt, die gesamte finanzielle Lage und Lebensereignisse, die da passieren. Oder? Das fängt an mit Heirat, hoffentlich eine Scheidung, Kinder, dann, was mache ich, wenn ich pensioniert werde. Die Beratung digital unterstützt. Da gibt es einzelne Lesungen, die man in Amerika zum Teil so sieht. Das für einen Schweizer Markt ein riesiges Geschäft. Und jede Bank wird das sicher genau anschauen, wenn es da gute Lösungen würde geben. Gibt es im Moment nicht. Einfach als Beispiel genannt, für das Feld von dem, was noch nicht abgedeckt ist, was man auch mit guten Ideen auch in der Schweiz mit genügend Märkten abdecken kann, sicher noch vorhanden ist. Aber es braucht Qualität, es braucht auch noch mehr Substanz, um drin zu gehen und zu sagen, wie ist das mit dem Banking genau und was braucht es da alles. Es braucht eine weitere Kooperation und ich glaube, die Chance kann man miteinander nutzen.
wiederum in Zusammenarbeit miteinander. Mein Wunsch an Startups ist, nicht zurückhalten lassen, mutig sein, in Kontakt treten zu uns, offen auf uns zugehen. Jetzt haben wir ja das Gefäß sogar geschaffen, das nicht weisen, wohin muss ich denn, sondern kommen auf uns zu. Wir sind sehr interessiert, als Finanzbranche, Versicherungen, Banken mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wenn ein Fintech-Startup mit seinem Geist reinkommt, der sieht die ganz, meistens ist er irgendwie knapp 30, und wenn man dann ein bisschen clasht mit der Kultur von der etablierten, grossen Firma mit ganz anderen Geschwindigkeiten, wo als Junge gar nicht verstehen kann, warum ist das so kompliziert, wieso geht das so lang. Es hat sehr wohl einen Grund, warum das so geht. Das ist nicht das Problem. Das kehrt zum Grundriss, wie das Ganze. Dann müssen wir zusammen lernen, miteinander. Und wenn man das erste Mal zusammenkommt, und dann redet man sich vielleicht noch auf, das zweite Mal fängt man von mir verstehen, am dritten Mal habe ich sogar nachgefragt, warum ist denn so? Und da braucht es gegenseitig voneinander Verständnis. Also wir als etablierte Firmen müssen noch mehr lernen verstehen, wie ticken die Start-up-Unternehmer. Und wenn das möglich ist, dass man voneinander zukommt und versucht zu verstehen, wie der andere tickt, sehe ich die Chancen von der Zusammenarbeit immer da, dass die größer sind, dass man ein Win-Win finden tut. Win-Win-Win für den Kundenschluss. Der grosse Weg wird sein, wenn wir sagen, wir nehmen die Stärke der Start-ups, wie sie sind. Wir nehmen die Stärke der Banken, Versicherungen, wie sie sind. Und dann nicht das Schlechtreden, was nicht gut ist, sondern schauen jetzt miteinander, wie man Mehrwert schaffen, Nutzen schaffen für Kunden. Also wenn wir es schaffen, Bankenplatz Schweiz, Versicherungsplatz Schweiz. Versicherungsplatz habe ich vorher gesagt, wenn wir es schaffen, Nummer Leading Hub zu werden im Versicherungsumfeld, dann ist das ja eigentlich eine tolle Ambition und auch sehr erstrebenswert. Mit dem Gedanken, das kommt nicht von mir alleine. Das tragen viele mit und sagen, das ist doch eine Chance, lass uns die packen. Bankenplatz Schweiz, lass uns die Nischen finden, wo wir weltweit Nummer 1 werden können. Krypto. Wie gesagt, kann eins sein, Sicherheit kann eins sein, Private Banking, Wealth Management gibt es Bereiche, sehr spannend kann eins sein. Wir haben immerhin mit der UBS die größte Asset Management, wir weltweit kennen. Und das ist dumm, wenn wir die Chancen nicht so tief auf dem Platz Schweiz. Ich glaube sehr daran, dass wir eine Rolle spielen auf dem Markt in der Welt, damit wir den Finanzplatz Schweiz stärken. Wenn man so will, der Gegner sind nicht wir untereinander und die Schweiz, sondern es geht etwas global ab. Und es geht darum, als gesamten Finanzplatz Schweiz zu etablieren. Und da braucht es jeden von diesen Stakeholdern, die miteinander arbeiten. Anfangen zu sagen, was du machst, das schon, hey super, ich helfe dir mit. Der Spirit, da ist mein grosser Wunsch, dass wir verstehen, wer der Gegner ist. Sprich, der hockt in Singapur und in London und nicht in Genf, Zürich, Bern, Basel oder Lugano. Wir als Verein Swiss Fintech Innovations, wie siehst du genau als der Brückenbauer, als der hilft, die verschiedenen zusammenzunehmen, zu ergänzen, was fehlt, Banken, Versicherungswissen drin zu bringen. Das Startup kann das nicht. Auch wenn es ehemalige Banker sind. Die Bank ist so groß. Wenn es ehemalige Versicherer sind, die Versicherung ist so groß. Und wenn wir miteinander das machen, und das wollen wir als Verein mithelfen zu machen, als Verband mithelfen zu machen, dann haben wir gewonnen.